guck mal hier, ich habe hier das erste SteamOS Handheld, das nicht von Valve ist. Also es ist kein Steam Deck, sondern es ist das Lenovo Legion Go S. Das ist ein Handheld, auf dem wirklich SteamOS vorinstalliert ist. Das heißt, das ganze Ding fühlt sich an wie ein Steam Deck, hat aber laut ersten Erkenntnissen eine bessere Hardware, ist schneller. Das heißt, das ist ein super interessantes Produkt. Ich habe hier das Ding eine ganze Zeit Probe gespielt und werde euch in diesem Video erzählen, was mir da so aufgefallen ist mit dem Teil. Wir gucken uns das also ein bisschen genauer an und wir gucken uns nochmal genauer an, was jetzt eigentlich los ist mit SteamOS, was ist die Zukunft von SteamOS, was ist mit SteamOS auf anderen Rechnern und wird SteamOS jetzt Windows weghauen? Das alles in diesem Video, bleibt dran. Und, ganz kurz nochmal nicht vergessen, wir sind hier auf der CES und wir machen hier nicht nur unsere standardlangen Videos, sondern wir machen auch ganz viele Short-Videos. Klickt mal auf den Short-Tab und guckt mal, was da so los ist. Da sind auch sehr, sehr lustige Sachen dabei. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von ISO, denn die haben mir hier den ISO EV3450XC hingestellt. Ja, wie ihr wahrscheinlich seht, ist das ein Curved-Monitor im Ultra-Wide-Format, 34 Zoll groß. Ihr habt also eine amtliche Diagonale von über 86 cm und Top-Bildqualität. Aber mindestens genauso besonders ist der eingebaute KVM-Switch. Da könnt ihr dann zwei Rechner anschließen, zum Beispiel euren privaten PC und euer Firmen-Notebook und dann beide mit der gleichen Maus und Tastatur benutzen. Nice. Außerdem könnt ihr euch die Dockingstation sparen. Ihr habt mehrere USB-Ports am Monitor. Zusätzlich lädt euer Notebook auch mit bis zu 94 Watt über USB-C. Und ihr habt auch noch einen LAN-Anschluss, der auch über USB-C an euren Rechner durchgereicht wird. Außerdem an Bord eine integrierte, qualitativ sehr hochwertige Webcam mit 5 Megapixeln Auflösung und ein Mikrofon mit Noise Cancelling. Was übrigens auch den Noise cancelt, der aus den eigenen Lautsprechern kommt. Praktisch. Ja, und der Monitor ist natürlich ergonomisch in alle Richtungen einstellbar und hat 5 Jahre Garantie. Mehr Infos auf iso.de/ev3450xc. Den Link findet ihr auch hier unten in der Beschreibung. Werbung Ende. Und jetzt nochmal kurz runtergebrochen, worum es hier jetzt überhaupt geht. Der Steam-Betreiber Valve sorgt seit längerem mit der Linux-Distribution SteamOS für Furore, denn damit funktionieren viele Windows-Spiele oft genauso gut oder sogar geschmeidiger als unter Windows selbst, obwohl die Spiele nur über eine Kompatibilitätsschicht namens Proton laufen. Ja, ist klar. Weil normalerweise laufen Windows-Spiele ja nicht unter Linux. Ja, und besonders deutlich zeigt Valves Gaming-Handheld Steam Deck, dass ein PC-Handheld für Windows-Spiele so easy bedienbar sein kann wie eine Konsole. Das Steam Deck hatte allerdings schon, als das Anfang 2022 rauskam, eher langsame Hardware. Wir haben über Steam Deck ja schon mehrere Videos gemacht, aber ließ sich halt toll bedienen. Und wenn man dieses SteamOS-Feeling auf dem Handheld wollte, gab es keine Alternative als das Steam Deck. Auch die Ende 2023 erschienene OLED-Variante war nicht schneller als das Original Steam Deck. So, und jetzt mal fast forward auf 2025. Jetzt gibt es halt mit dem Lenovo Legion Go S das erste offizielle Handheld mit SteamOS, das nicht von Valve selbst kommt und halt auch mit verbesserter Hardware. Deshalb ist das hier wirklich eine ziemlich große Sache. Und die Hardware des Legion Go S ist deutlich leistungsfähiger als die des Steam Decks, auf dem Papier zumindest. 8 statt 4 Kerne, RDNA 3 Grafikarchitektur statt RDNA 2, mehr RAM, 1920 x 1200 Bildpunkte statt 1280 x 800, 120 Hz Display, 8 statt 7 Zoll Display, also erstmal alles besser. Aber der Prozessor ist halt durch die elektrische Leistungsaufnahme limitiert. Das heißt, die Hersteller begrenzen die Leistung auf zum Beispiel 15 Watt, weil sonst der Akku halt nach wenigen Minuten leer ist oder das Gehäuse zu heiß wird. Das heißt, der Abstand zwischen Legion Go S und Steam Deck kann halt in der Praxis, je nach Spiel und Konfiguration, schnell zusammenschrumpfen. Vor allem, weil das Legion ja auch noch mehr Pixel berechnen muss, durch das höher auflösende Display. Ja, und der Z1 Extreme Chip, der da drin ist, der ist ja auch schon über ein Jahr alt. Es gab ja auch schon einige Handhelds damit, zum Beispiel von Asus, MSI und Aya Neo. Ja, aber genug gelabert, das, was ihr jetzt wahrscheinlich wissen wollt. Wie fühlt sich das Ding denn nun an? Also, das Lenovo Legion Go S. Ich habe das Teil in die Hand genommen und habe sofort gedacht, ein Steam Deck. Also es fühlt sich wirklich sehr Steam Decky an. Es kommt mir tatsächlich ein bisschen gedrungener vor. Müsste man einfach mal nachmessen. Ist auf jeden Fall vergleichbar von der Größe her. Das ganze Ding fühlt sich sehr, sehr robust an. Vielleicht sogar ein bisschen robuster als das Steam Deck. Also sehr verwindungssteif. Also ist auf jeden Fall ein gutes Handgefühl. Was interessant ist, was das Steam Deck nicht hat, gibt hier so zwei Schieber,
womit ich den Gegendruck der Trigger-Buttons einstellen kann. Da wurde mir erzählt, dass das zum Beispiel für Rennspiele relevant sei. Habe ich noch nie ausprobiert, wie das ist mit anderen Triggern, aber ist auf jeden Fall nice to have, dass man sich das einstellen kann. Ansonsten fällt auf, dass es diese beiden Touchpads, die das Steam Deck hat, hier nicht gibt, sondern es gibt hier nur auf der rechten Seite so einen kleinen, erinnert mich ein bisschen an diesen Lenovo ThinkPad-Nupsi, den die Notebooks hatten, also ein ganz kleines Touchpad, womit ich die Maus bedienen kann. Ich kann das leider aber nicht ausprobieren, die Maus zu bedienen, weil das SteamOS so verdongelt ist, dass ich zum Beispiel nicht in den Desktop-Modus reinkomme. Ich kann keine Software installieren, außer den Sachen, die da drauf sind. Und ich kann zum Beispiel auch keine Overlays einstellen. Ich kann mir die FPS hier nicht anzeigen lassen. Das größte Problem ist vor allem, dass hier nur diese 4 Spiele vorinstalliert sind. Dave the Diver, Party Animals, Portal 2 und Turtles Splintered Fate. Das sind alles Spiele, die keine besonders starke Hardware brauchen. Portal 2 ist deutlich über 10 Jahre alt. Dave the Diver läuft auf einer Kartoffel. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich habe gefragt, ob ich irgendwas anderes mal sehen kann. Wurde mir gesagt, Sie können mir aber bestätigen, dass Elden Ring darauf richtig gut läuft. Wir sind Journalisten, wir glauben das natürlich erstmal nicht. Aber ich sag mal, die Indikatoren sind gut, dass das Ding smooth läuft. Es wird nicht sonderlich heiß. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wenn man Portal 2 spielt, da kann man auf jeden Fall deutlich sehen, dass das ein 120 Hertz Display hat. Das heißt, das sieht geschmeidiger aus als auf dem 60 Hertz Display. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das mit bloßem Auge sehen kann. Aber wie gesagt, Display ist gut. Ich finde ein bisschen schade, dass es kein OLED ist, sondern es ist ein LCD. Das heißt, das Schwarz ist ein bisschen gräulich. Aber ansonsten finde ich, ist der erste Eindruck nice. Ich habe noch das normale LCD Steam Deck. Wenn das Ding jetzt mehr Power hat als mein Steam Deck und der Akku genauso lange hält und mir das jemand schenken würde, könnte ich mir vorstellen, mein Steam Deck damit zu ersetzen, weil es mir also auch scheint, dass das softwaremäßig, dass die ganze SteamOS-Geschichte hier gut funktioniert und gut umgesetzt ist. Ja, genau. Und nochmal zur Klarstellung. Das dunkle Legion Go S ist die Variante mit SteamOS. Offiziell heißt die Farbe Nebula Violet, warum auch immer. Und die weiße Variante ist die mit Windows. Die Hardware ist ansonsten komplett identisch, aber mit Windows ist es wahrscheinlich teurer. Da hat Lenovo auch schon den offiziellen deutschen Preis herausgegeben, nämlich 629 €. Die SteamOS-Variante wird sich da lehne ich mich mal aus dem Fenster, sich wahrscheinlich ungefähr zwischen 530 und 580 € bewegen. Beide Varianten heißen Legion Go S, die mit SteamOS heißt offiziell ja mit SteamOS. Also ist auch klar. Und Lenovo sagt zwar, dass diese zweite Version erstmal sowas wie ein Experiment ist, aber für mich ist ganz klar, man will die Version mit SteamOS haben. Nicht nur, weil die wahrscheinlich billiger sein wird. Das ganze Feeling ist mit SteamOS einfach so viel konsoliger und geschmeidiger als mit Windows, wo immer irgendein Fenster aufpoppt, das man auf dem kleinen Display nicht richtig bedienen kann. Also hier seht ihr das nochmal, wie ich mich da mit der Windows-Version rumplage. Windows auf Handheld ist Schrott, aber ist ja auch klar, Windows ist für einen großen Monitor und Maus und Tastatur gemacht, nicht für Handhelds. Achso, es gab bei Lenovo auf der CS übrigens auch noch einen Prototypen mit dem aktuellen AMD Ryzen Z2, aber wie gesagt, nur ein Prototyp ohne Preis und Erscheinungstermin und vor allem, ob der auch in einer SteamOS-Variante kommt, ist noch unklar. Auf der Messe lief er mit Windows. Mein Fazit. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, mir gefällt das Lenovo Legion Go S mit SteamOS richtig gut. Es ist an ein paar entscheidenden Stellen gegenüber dem OG Steam Deck verbessert, bisschen größeres Display mit 120 Hertz, höhere Auflösung, schnellerer Prozessor plus GPU, 2 statt einer USB-C-Buchse, mehr RAM. Was allerdings schade ist, man kriegt bei Lenovo nur ein LC-Display, was nicht so schön schwarz und so satte Farben wie das OLED Steam Deck anzeigt. Und HDR hat das Lenovo Legion Go S nach meinen bisherigen Erkenntnissen auch nicht. Also das ist ein kleiner Rückschritt, aber vieles andere ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Die große Frage wird am Ende sein, schafft das Legion Go S in der Praxis mehr FPS als das Steam Deck? Und wie lange hält der Akku dabei? Das wird nur ein Test klären können, den ihr hier bei uns kriegen werdet. Also auf jeden Fall, wenn sich genug Leute für dieses Video hier interessieren. Und was auch wirklich interessant ist, was wird jetzt eigentlich mit SteamOS? Also zumindest aus meiner Warte will man nur Handhelds mit SteamOS, wenn man damit spielen will. Also man will auf jeden Fall keine Vanilla Windows Handhelds, weil das einfach blöd zu bedienen ist. Wenn Windows irgendwann eine Handheld-Variante rausbekommt, dann gibt es halt eine Konkurrenzsituation. Okay, dann würde ich das nochmal überdenken, aber im Moment will ich mit Handhelds SteamOS. Also ich habe jetzt schon viele 100 Stunden mit meinem Steam Deck verbracht und kann das mit 100%iger Sicherheit sagen, das funktioniert super, das ist geil. So will man das. Ich habe noch 2 kleine Ergänzungen. Also auch wenn SteamOS super gut funktioniert, es gibt ein paar Spiele, die nicht
funktionieren. Vor allem hat es mit Anti-Cheat oft zu tun unter SteamOS. Also da muss man tatsächlich Windows benutzen. Zum Beispiel sind das Valorant, PUBG und Apex Legends. Das sind so ein paar bekannte Titel, die mit SteamOS nicht funktionieren. Aber die meisten anderen Sachen, also über 90%, funktionieren sehr problemlos und manchmal sogar besser. Die andere Sache ist, dass Valve gesagt hat, dass sie auch andere Handhelds in Zukunft mit SteamOS unterstützen wollen. Das heißt, dass es sehr gut sein kann, dass man SteamOS auch auf seinem Asus ROG Ally oder so installieren können sollen wird. Das wird auch nochmal interessant und das gucken wir uns weiter an. Das wollte ich nur gerne noch ergänzen. Was auch interessant wird, was passiert denn eigentlich mit SteamOS auf dem Desktop? Das wird auch nochmal spannend. Werden Windows-Spiele auf einem Linux besser laufen als unter Windows? Also das wird auch nochmal sehr interessant. Da bin ich auch sehr, sehr interessiert dran, wie das so werden wird mit SteamOS. Hat auf jeden Fall super viel Potenzial, da bleiben wir dran. Und ja, wie seht ihr das? Ist SteamOS für euch relevant oder sagt ihr, nee, für mich nur Windows? Ich glaube, das sagt ihr nicht. Aber schreibt es trotzdem gerne in die Kommentare und gerne abonnieren und tschüss.